Ja moin, willkommen zu einem neuen Video und es geht endlich mal wieder um Test Drive Unlimited Solar Crown. Ein paar Trailer hatte ich ja vergessen bzw. verpasst, weil es ein bisschen Stress gab bei mir. Aber gut, das ist die eine Sache. Ich habe jetzt vor kurzem auch Test Drive gespielt, aber das ist wieder eine andere Sache. Darüber werde ich euch jetzt nichts erzählen, weil ne, da darf nichts geleakt werden und soll auch nichts gespoilert werden und. Also, ne, ich habe da kein neues Gameplay für euch oder so weiter. Aber wir haben natürlich die alten Trailer und so weiter, dazu kann ich noch was sagen und wie es sich grob entwickelt. Natürlich weiß ich ja momentan, weil ich ja die aktuellste Version gespielt habe, zumindest nicht die alleraktuellste Version, aber eine, die schon sehr weit fortgeschritten ist. Und ja, wir haben ja die Trailer gesehen und ja, es ist tatsächlich so geil, wie es aussieht, wenn man es spielt. Ne, so viel kann ich, glaube ich, sagen. Und ja, Hongkong an sich, diese Insel, ist ja echt geil gemacht. Das ist ja schon mal eine ganz coole Sache. Wir haben ja alles Mögliche gesehen. Tiefgaragen und. Aber auch dieser Offroad-Aspekt, da gibt es ja auch eine Sache, zum Beispiel, dass der Qualm gar nicht simuliert wird, dass da nicht zu sehen ist. Ne, da hat sich ja ein Kollege ganz schwer drüber aufgeregt. Also, ihr könnt es euch eigentlich selbst denken, das wird am Ende nicht so bleiben. Ne, das wird sich ändern. Könnte ich quasi sogar bestätigen. Aber hey, lasst euch mal überraschen. Und ja, damals war es ja so, das Spiel war laggy und die Grafik, da haben sich viele drüber aufgeregt, aber ihr seht ja auch jetzt die Trailer, klar, hier ist die Auflösung jetzt ein bisschen schlechter, da hatte ich einfach scheiß Ausgangsmaterial, aber ja, es ist wirklich, ich kann so viel sagen, bemerkenswert, was die da am machen sind, dafür, dass sie ein kleineres Team sind. Die haben nicht so ein Riesending wie Microsoft hinter sich oder EA oder ja, Ubisoft, auch wenn die jetzt momentan nicht so positiv auffallen im Rennspielbereich. Ne? Zu der Sache kommen wir auch noch mal in einem anderen Video, aber es ist wirklich bemerkenswert. Wie gesagt, ich hab's gespielt und ich sage euch, ich bin ja eigentlich relativ kritisch immer mit allem. Ihr wisst das ja, wenn ihr meine Videos schaut. Wenn irgendwas zu mosern ist, dann moser ich da auch drüber. Da nehme ich gar kein Blatt vom Mund, weil ne, ich bin kein Ja-Sager. Auch wenn ich die Entwickler am Ende mag und auch das Spiel mag. Aber wenn was falsch läuft, dann läuft das halt falsch und dann wird auch darüber geredet. So ein Ding ist das. Aber auch in der Hinsicht, ich muss schon sagen, es sieht wirklich genial aus. Es entwickelt sich in eine sehr gute Richtung. Es gibt da und ne, es gibt hier und da vielleicht Punkte, die werden sauer aufstoßen. Aber warten wir mal ab, was sich da alles noch entwickelt. Aber allein schon diese Trailer hier, die wir noch hatten, da sieht man ja schon, wo das qualitativ ungefähr hingeht. Und ja, ich glaube, der größte Pluspunkt für das Ganze ist halt am Ende auch wirklich die Map an sich schon mal. Ne, du hast halt diese riesige Stadt, dann hast du aber auch geile Offroad-Wege, die du erforschen kannst. Ne? Also wirklich, es wird auf jeden Fall gut. Dann hast du diese ganzen Features, dass du Blinker setzen kannst, die Scheibe hoch und runter fahren kannst. Cabrio, Dach auf und zu, Licht an, wann du willst oder aus. Warnblinker, bla bla bla, Radio, Musik, richtig geil. Könnt ihr im Originaltrailer teilweise hören, Musik. Wirklich sehr, sehr gut. Dann, dass du die Autos, dass du zu Autohändlern fährst und so ein Quatsch, dass die Autos halt so zu sehen sind und so weiter. Es ist halt wirklich sehr viel von den alten TDUs noch da. Ne, was wir in den Trailern gesehen haben und ich glaube wirklich Forza und so weiter, also Crew, Need for Speed, die müssen sich warm anziehen, weil, wie gesagt, das ist ein kleineres Team und trotzdem werden die einen relativ guten Start haben mit dem Spiel, was die bis jetzt geschafft haben. Ich denke mal, oder gehe davon aus, es wird auch hier und da ein bisschen stolpern. Ne? Ich meine, das kommt neu raus, wir haben seit über 10 Jahren kein Test Drive mehr gehabt. Und kann man, glaube ich, auch verzeihen, da sollte man jetzt nicht zu streng sein. Naja, ich würde euch liebend gern viel mehr erzählen, ne? Was da alles in dem Test zu sehen war, wie es sich gespielt hat und so weiter. Beziehungsweise, ne, einfach Details. Aber ich halte mich an die Regeln, das wird nicht passieren. Aber wir sehen es ja trotzdem an den Trailern, das Spiel macht Fortschritte. Und wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich nichts dabei, wenn ich sage, die Trailer lügen nicht. So viel können wir, glaube ich, sagen. Und ich bleibe dabei, Forza, Need for Speed und so weiter. Das sind natürlich Marken, die haben Bestand. Die waren genau wie Test Drive schon damals da. Außer, ja gut, Forza Horizon kam erst 2012 dazu. Oder The Crew kam auch ein bisschen später, so, ne?
Aber TDU war damals groß und ich glaube, es wird wieder groß. Denn es ist einfach anders. Es ist nicht so eine eintönige Krüppelkappe da wieder hier Horizon mittlerweile, ne? Recycling. Die Map sieht aus wie ein Stück Wald und Wüste, ne? Ohne das jetzt schlecht zu reden. Wie gesagt, ich spiele sie ja selber noch oder anbauen mit seiner Crash-Krüppelphysik da, was da alles nicht funktioniert. Oder so Crew mittlerweile, Ubisoft mit ihren bekloppten Methoden, da den Leuten die Spiele wegzunehmen und so weiter. By the way, stopkillinggames.com. Schaut mal vorbei. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich den Faden auch verloren, aber ja, ich hatte gesagt, es wird wieder groß und ich glaube auch wirklich daran. Also, man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, es kommt darauf an, von wo komme ich. Angenommen, jetzt Forza Tryhard-Fans, die sind natürlich gewohnt, Massen an Autos zu haben. Wird wahrscheinlich nicht passieren erstmal. Es wird da garantiert keine 1000 Autos geben, denke ich. Oder ich komme von Need for Speed. Erwartet bitte keine Polizei. Davon wurde bisher noch nichts berichtet und das wird wahrscheinlich auch nicht passieren fürs Erste. Ob es auch so bleibt am Ende, keine Ahnung. Muss man mal schauen, aber würde mich jetzt auch nicht stören. TDU braucht nicht zwingend Polizei. Vielleicht, dass man sich selbst Polizeiwagen bauen kann, dann kannst du ja da irgendwelche Spieler jagen. Whatever, ne? Muss man mal gucken. Es ist halt, wie gesagt, ein kleines Team. Man muss ihm eine Chance geben. Auch wenn das Spiel dann irgendwann rauskommt und vielleicht am Anfang rumspackt, muss man einfach abwarten ein bisschen. Ne? Es ist eine neue IP und ich finde, beziehungsweise eine alte IP, die zurückkehrt und ich finde, genau das kann die Rennspielwelt gerade gebrauchen. Wir brauchen kein Horizon 6, was aussieht wie Horizon 4 und 5 schon wieder, ja. Die müssen sich halt auch mal langsam neu erfinden, vor allem was die Map angeht. Wir brauchen auch kein Need for Speed Unbound 2, ne. Die arbeiten ja momentan kräftig an ihrem Spiel. Ich hoffe, es entwickelt sich weiterhin so positiv wie beim letzten Update. Und wir brauchen auch kein The Crew Motorfest 2.0, wo wir uns tot grinden müssen. Und wie gesagt, Test Drive ist einfach, so wie wir das hier in den Trailern sehen, geht es, glaube ich, in eine ganz andere Richtung als die meisten anderen. Es wird einfach geil und ich freue mich einfach darauf, dass auch neue Generationen jetzt von Spielern das quasi nochmal erleben dürfen, mit frischer Farbe, was ich damals schon in TDU 1 und 2 mit meinen Freunden erleben durfte. Wirklich, wenn das auch nur im Entferntesten da dran kommt und ich weiß, ich kann euch sagen, ihr seht es an den Trailern, ich habe ja auch gespielt, ich sag euch so viel, es kommt auf jeden Fall ran. Ne, ein paar Features, ne, wurden auch damals schon gesagt, ja, hier und da gibt es ein paar Features noch nicht, wird vielleicht noch kommen. Zum Beispiel das mit den Häusern haben sie damals gesagt, wird es wohl am Anfang nicht geben, aber man hat das im Hinterkopf und so weiter. Aber ja, ich glaube, Test Drive wird einschlagen können wie eine Bombe, beziehungsweise auf jeden Fall Spieler abholen können, da es ja vor allem auch Cross-Plattform sein wird. Ne, es release ja nicht nur auf Xbox oder nur PC oder nur PlayStation, wir haben es ja überall quasi und ich bin da guter Dinge in der Hinsicht. Schreibt mir ja gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr davon aktuell? Ihr habt ja jetzt das Gameplay gesehen, falls ihr es noch nicht kanntet. Und ja, wie gesagt, ich kann euch leider nicht genau sagen, was ich da alles erlebt habe. Ich würde es liebend gern tun, aber ich will einfach fair bleiben. Ja, schreibt mal in die Kommentare, seid ihr gehypt schon auf das Spiel? Von den Trailern und so weiter. Ich für meinen Teil kann sagen, ich freue mich wie ein Affe auf eine Banane. Ich kann es kaum abwarten, mehr Gameplay zu kriegen. Oder vielleicht habe ich ja Glück und kriege da irgendwie die Erlaubnis, selber mal Hand anzulegen an dem Spiel und euch irgendwas Exklusives zu zeigen. Oder allgemein, dass ein paar Creator, ne, mal da dran dürfen und ich dann auch. Das wäre natürlich super geil, aber kommt aber auch darauf an, inwieweit die überhaupt mit deutschen Creatoren zusammenarbeiten. Auf ihrem Discord-Server sind deutsche Videos zum Beispiel nicht erlaubt. Ja, keine Ahnung, ob man als deutscher Creator da überhaupt irgendwie beachtet wird, muss man mal schauen. Naja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, holt ihr euch das Spiel, habt ihr Bock drauf, was habt ihr, ja, oder was haltet ihr von den Trailern, die es bis jetzt gab? Ich bin raus an der Stelle, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.